die sagen, ich lehre meine Lehren. Und alles, was aus ihrem Mund herauskommt, ist ihres. Das ist nicht das, was Rinpoche hier machte. Rinpoche sagte, er legt die Lehren dar, er wiederholt das, was die großen Meister gegeben haben oder gelehrt haben. Und das ist sein Job, wenn er Belehrungen gibt. Oh yeah. So, the pay homage to the Buddha, to the Master, is something like that you are asking like a permission that may I able to repeat the teachings of that you have given, and requested them to be kind of their judge. Did I really make a mistake in my teaching? If so, please correct us. We are not as good as you are. So, kind of keeping your attitude the low profile. No? That's why we do the paying homage. The paying homage does not mean just a tradition. There's no tradition in the Dhamma. The Dhamma is always Dhamma. Tradition is come from culture. There's no culture in the teaching. There's no tradition in the teaching at all. If somebody say, that's not correct. Deshalb beginnt auch unser Vers oder unser Text hier mit einer Hingabe. Hingabe an den Buddha oder den Meister. Wenn wir uns verneigen vor dem Buddha oder dem Meister, dann ist das wie eine Art, dass wir um Erlaubnis bitten. Darf ich deine Lehren hier wiederholen? Wir bitten den Meister als Zeuge aufzutreten, falls wir einen Fehler gemacht haben, diesen zu korrigieren. Wir sagen damit, dass wir nicht an unseren Meister heranreichen und bitten ihn eben um Erlaubnis. Das ist wie eine, wie sagt man, Low Profile. Low Profile? Ja, genau. Zurückhaltung, ja. Gut, man übt somit Zurückhaltung. Und das ist, also deshalb ist die Niederwerfung oder die Hingabe am Anfang einer jeden Belehrung keine Tradition. Denn es gibt im Dharma keine Tradition. Tradition kommt aus der Kultur. Und in den Dharma-Belehrungen gibt es keine Kultur und auch keine Tradition. Und wenn das jemand behaupten würde, dann ist das nicht korrekt. Okay, this one. Now I read in Tibetan first verse. Kawa Chagchen Lama Lakuba Dungal Suden Oden Naroba Kandin Chuji Molan Tidar Choy. In English, it's quite strange because because the translator or interpreter, they thought he thinks this is something wrong in Tibetan word, so he make up. But to me it's very strange because the root text itself has this way, not the in English way.
So I must go like this. Most intelligent Naropa, since you have undergone rigorous austerity with forbearance in suffering and with the devotion to your Guru, the Blessed One, take this secret instruction to heart. Rinpoche hat den ersten Vers auf Tibetisch gelesen. In den Übersetzungen gibt es hier ein kleines Missgeschick. Die erste Zeile des Verses, die hier übersetzt wurde, in allen Übersetzungen, die ich verglichen habe, ist gar nicht die erste Zeile, sondern, wie ich herausgefunden habe, die erste Zeile des zweiten Verses. Deshalb lässt Rinpoche auch im Englischen die erste Zeile aus. Dieser erste Vers beginnt also folgenderweise: Deine Hingabe an deinen Lehrer und die Entbehrungen, denen du begegnet bist, haben dich, Naropa, der Mühsal gegenüber geduldig gemacht und ebenso weise. Nimm dir dies zu Herzen, mein würdiger Schüler. Vom würdigen Schüler steht da eigentlich auch nicht. Auch im Englischen nicht, ne? Auch im Englischen, ja. And that's why I'm saying, because you think that you are so smart, so you put some up, some down, and even the teachings of the Tilopa and the Naropa, you try to make up, which is too proud. That's why I'm saying you have to be careful. I have no power, I have no such wisdom to make it. So I base on the teaching itself, the whatever that it is there in the Tibetan textbook. I cannot make up. So anyhow, this is not the case here. The case here is, the teaching is here, it says, the Naropa is intelligent. Intelligent, why he is so intelligent? Because he has full of wisdom. The wisdom has two. One, the wisdom that it can distinguish between the right and the wrong. And you can distinguish between the things that what's supposed to be adopted and the things that what's supposed to be abandoned. So these two you can distinguish by development of full of wisdom. So you are intelligent. Das ist genau, was Rinpoche meint. Wir denken immer, wir sind so schlau und wir könnten etwas lehren, und dann kommt es letztendlich dazu, dass selbst bei den Anweisungen von Tilopa und Naropa, dass wir da etwas ändern und eine Zeile einfach nach oben tun oder woanders hin tun. Aber damit sollten wir sehr vorsichtig sein. Rinpoche sagt, er selber hätte nicht die Macht, irgendetwas zu verändern. Er selber hält sich genau an seine Textbücher. Und deshalb hier im Text steht als erstes, Naropa ist intelligent. Aber warum ist Naropa intelligent? Er ist intelligent, weil er die beiden Arten von Weisheit besitzt. Die Weisheit, die unterscheiden kann zwischen dem, was richtig ist und was falsch ist. Und die Weisheit, die weiß, welche Dinge man annehmen oder praktizieren sollte
und welche Dinge man besser aufgeben sollte. Das kann man nur mit Weisheit. Diese Weisheit entwickelt eine solche Intelligenz. Und deshalb ist Naropa intelligent. And then the other wisdom, the wisdom that you can realize your own true nature of mind, that is we call absolute wisdom or ultimate wisdom. So that wisdom is need to be adopted, but in order to identify or discover this wisdom, the wisdom that is able to discover your true nature of mind, one has to go through the development of the wisdom that can be distinguished between the virtue and the non-virtue. And what is samsara and what is nirvana. And what is virtuous action, what is non-virtuous action. Tibetan called Chörab Namje Sherab. Chörab Namje. Chörab Namje. Chö is Dharma. The Rab is a stream. Namje means distinguish. So the distinguish the Dharma which is supposed to adopt it, then we adopt. The Dharma which we need to be abundant, and then we abandon or avoid. So such wisdom is very important. Chörab Namje Sherab. Through this, then you can discover the wisdom, or you can develop the wisdom that can be seen, the truth. The seen, that can be seen, the true nature of your mind. So these two wisdom. Die andere Art von Weisheit ist die Weisheit, die die eigene wahre Natur des Geistes sieht. Hier spricht man auch manchmal von absoluter Weisheit oder letztendlicher Weisheit. Und das ist eigentlich das, was wir erlangen wollen. Aber dafür muss man durch sich entwickeln, durch die verschiedenen Stufen der Weisheit. Also seine Weisheit muss man entwickeln, nämlich so, wie eben gesagt, mit der ersten Stufe der Weisheit, mit der man Verdienst unterscheiden kann von etwas, was nicht verdienstvoll ist, mit der man Samsara von Nirvana unterscheiden kann, mit der man unterscheiden kann, was man aufgeben muss und was man praktizieren sollte, mit der man verdienstvolle Handlungen unterscheiden kann von nicht verdienstvollen Handlungen. Diese Weisheit nennt sich die Weisheit, die sämtliche Phänomene unterscheiden kann. Oder das Wissen, das sämtliche Phänomene unterscheiden kann. Und wenn wir dann unterscheiden und zu dem Punkt kommen und sagen, das sind Phänomene, die praktiziert werden müssen, dann praktizieren wir sie. Und wenn wir zu dem Punkt kommen und sagen, das sind Phänomene, die aufgegeben werden müssen, dann geben wir sie auf. Und deshalb ist diese Weisheit, die alle Phänomene vollkommen unterscheidet, so wichtig. Und diese Weisheit entwickeln wir. Immer weiter, bis wir die wahre Natur unseres Geistes sehen können, bis wir die letztendliche Wahrheit sehen können. And then the rigorous austerity means we do Dhamma practice and all kinds of obstacles we may face, and then you are unable to continue your practice. Giving example like during meditation, and we do meditation about maybe half an hour, 40 minutes,
then you are unable to continue. Because you complain, I have a back pain, my cushion is too hard, yeah? And then you break. You are unable to continue. And as well as when you do mantra practice, so you are expecting to finish as soon as possible because you think this is a very difficult practice. Because your excitement is with the Mahamudra and Mahati, not with the mantra practice. And after some time you feel bored with the mantra. So you see, the characteristic of the practice is so vague and very fragile. Because you don't have the ability of the wisdom, ability of the mind, and that you are unable to carry out your practice continuously. Some circumstances come to you which is unpleasant, unfavorable. Then you think, I'm doing practice, yet I have so many obstacles. And then you give up the practice. So the teaching here is not only for the Naropa, but for all of us as a Dhamma practitioner. So applying the rigorous austerity is very important. Die nächsten Silben hier heißen, du hast Schwierigkeiten durchstanden. Die Schwierigkeiten zu durchstehen ist ganz wichtig in der Dharma-Praxis. Bei uns ist das so, wenn wir Dharma praktizieren und sobald irgendwelche Hindernisse aufkommen, dann hören wir mit der Praxis auf. Zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, eine halbe Stunde oder 40 Minuten zu meditieren, dann auf einmal tut uns der Rücken weh oder unser Kissen ist zu hart und dann unterbrechen wir unsere Praxis. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, ununterbrochen zu praktizieren. Genauso mit der Möndro-Praxis, mit den vorbereitenden Übungen. Wir beginnen und wollen so schnell wie möglich fertig werden, denn es ist ja eine ziemlich schwierige Praxis. Und wir sind begeistert von Mahamudra und Mahati, was wir unbedingt praktizieren wollen. Möndro langweilt uns. Deshalb, wenn wir so praktizieren, hat unsere Praxis ein merkwürdiges Merkmal. Sie ist irgendwie falsch und unstabil. Denn unsere Praxis ist nicht getragen von dem Wissen, von der Weisheit und von unserem Geist. Deshalb sind wir nicht in der Lage, weiter zu praktizieren. Es brauchen nur wieder ungünstige Umstände aufzukommen, die uns nicht passen und uns nicht unterstützen. Und schon sagen wir, ich praktiziere so viel, aber ich habe so viele Hindernisse. Und dann geben wir es auf. Und deshalb nur das, was hier steht, sind zwar eigentlich die Lehren von Tilopa an Naropa, aber es sind nicht nur die Unterweisungen an Naropa allein, sondern diese Unterweisungen gelten für uns alle. Und hier heißt es, man soll Schwierigkeiten ertragen oder Schwierigkeiten durchstehen. Okay, so like the life story of Milarepa and the Tilopa, Naropa, we should read
Because the life story itself is the instruction to us. Yes, very much. It's so inspiring. Yes, and the Milarepa himself says, in the future, if practitioners be able to practice like as much as I do, the Milarepa says, and the blessing is there, because whoever hear my name of a Milarepa, whoever read the life story of a Milarepa, there is a strong connection, so that you can experience or you can feel the blessing of the Milarepa, because he did what? Hard work, diligence. And he has never given up his hard work until fully enlightened. Every single aspect of difficulties he joyfully accepted. And he has gone through his life difficulties and hardship. Purpose is for us, not himself. For us, he says, in the future, if anybody call my name, think of me, pray to me, then they read my life story. If you adopt the power of your diligence, the power of your mind, that you are able to do as much as I do, then he says, guarantee that you will be exactly myself, like myself, the Milarepa. But we are still lazy, very lazy. And when you become Buddhist practitioner, you become more lazy. Yes. So sometimes I feel not so good. But you have so many complaints. You do practice little, but more complaint. Should switch it. More practice and less complaint. That's the best practice. Yeah. So I should judge myself, and I have to think of my fallen mistake. Dharma is so precious. Masters are so precious. No doubt at all. But if you find something wrong, definitely it's from your side, not from the teaching itself, not from the master. I can sign. And that signed paper you can bring to the court. Is it true? Yes, I will be the witness. It's from ours, not from them. Teaching excellent. Master excellent. Those masters, not the masters in this degeneration time, those great masters. So the teaching is still valuable, still warm, still very warm, if you apply. If you don't apply, it's already frozen. Yes, difficult to warm up. So therefore, all because of us, not them. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Lebensgeschichten der großen Meister zu lesen, wie Milarepa, Tilopa, Naropa und so weiter. Und dann sind es nicht nur bloße Lebensgeschichten, sondern es sind Anweisungen an uns. Anweisungen, die wir in die Tat umsetzen sollen. Genauso hat Milarepa gesagt, in die Zukunft gewünscht. Er sagte, wenn in Zukunft Praktizierende in der Lage sind, genauso zu praktizieren wie ich, dann werden sie mir gleich sein. Er wünschte, dass, wenn sie seinen Namen hören, wenn sie seine Lebensgeschichte lesen, dass dann sein Segen sich auf sie übertragen wird. Und damit entsteht eine starke Verbindung. Diese starke Verbindung fühlt man, wenn man entsprechend praktiziert. Wie Milarepa. Milarepa hat wirklich hart praktiziert, fleißig. Er hat jede kleinste Schwierigkeit auf sich genommen und ist durch diese Schwierigkeit gegangen
hat mit ihr gearbeitet. Und deshalb hat er auch solche Wünsche sprechen können, aussprechen können. Das möge jeder, der meinen Namen hört, der an mich denkt, der an mich betet oder der meine Lebensgeschichte liest, die Energie haben, einen starken Geist haben und um in der Lage zu sein, genauso zu praktizieren wie ich. Und das hat er nicht für sich selbst so ausgesprochen oder für sich selbst gesagt, sondern er hat es für uns getan. Aber wir sind zu faul. Ziemlich faul. Insbesondere wenn wir buddhistische Praktizierende werden, werden wir noch fauler als sonst. Rinpoche sagt, er fühlt sich manchmal sehr merkwürdig. Es gibt immer so viel Gemecker, so viel Beschwerden. Je mehr die Praktizierenden praktizieren, desto mehr beschweren sie sich. Und dann wird die Praxis auch weniger. Was er beobachtet ist, dass die Praxis abnimmt, aber die Beschwerden zunehmen. Er sagt, wir sollten das einfach mal umdrehen. Je mehr wir praktizieren, desto weniger sollten wir uns beschweren. Und Beschweren ist ein Zeichen dafür, dass man den Fehler woanders sucht. Wir sollten den Fehler in uns selbst suchen. Viele Praktizierende beschweren sich über den Meister oder über den Dharma, aber das ist völlig falsch. Der Fehler liegt bei uns. Er liegt nicht in den Meistern und schon lange nicht im Dharma. Und dies sollten wir für uns selbst so entscheiden, aufschreiben, unterschreiben. Die Dharma-Lehren sind ausgezeichnet. Die Meister sind ausgezeichnet. Rinpoche spricht hier von den alten Meistern. Es gibt viele moderne Meister, für die das vielleicht nicht zutrifft. Aber die Belehrungen der alten Meister sind so kostbar. Sie sind noch warm. Insbesondere, wenn man sie anwendet. Wenn man sie nicht anwendet, dann gefrieren sie. Und sie dann wieder aufzutauen, ist sehr schwierig. Und deshalb deshalb liegt der Fehler an uns selbst und nicht woanders. Und das sollten wir uns bewusst machen. Was ist das? Ja, das ist. Okay. So with the forbearance in suffering, that is also important point. From the beginningless of this samsara, we were wandering in this samsara, right? And the needless suffering and the pain and the miseries we do have, although we don't want. These are unwanted circumstances which you really don't want. And I myself also, I don't want. Be painful, physically, mentally disturbance. And there are so many unwanted situations that occurs which we really don't want, but no choice. So, but are these miseries, pains, suffering meaningful? No. They are meaningless suffering, meaningless pain, and a meaningless misery. But forbearance in the suffering with the Dhamma practice, as the Gampopa says, this is the meaningful suffering. Because this suffering, this pain, this misery have limit. But the meaningless suffering, the pain in samsara has no limit. It's limitless, one after another. But with the
Dharma practice, any difficulties, hardship that you may face are all meaningful, like a Milarepa, like a Gampopa, like a Marpa, like a Tilopa, like a Naropa. Because of these, they have enlightened, right? So therefore, we must not be so sensitive with our practice. And we have a luxury life, isn't it? The teacher also have a luxury life, flying in the airplane, landed at the airport, somebody come there to fetch up, and then come to the center, serve a nice tea, nice cookie, and the food, fruits, and then somebody come, what would you like to eat? I want ice cream. Oh, yeah. Some they say cake. So you provide the